Hallo, ich bin Marco. In diesem Video geht es um ein neues und sehr interessantes Produkt zum Thema intelligente Haussteuerung oder einfacher gesagt zum Thema Smart Home. Es gibt inzwischen eine Vielzahl von Herstellern, die Produkte zu diesem Thema auf den Markt gebracht haben. Bisher allerdings nur wenige, die auch wirklich HomeKit von Apple unterstützen. Elgato hat inzwischen einige Produkte hervorgebracht, die mit HomeKit von iOS kommunizieren. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wieso sollte ich denn überhaupt HomeKit-zertifizierte Produkte verwenden, wenn es doch so viele andere gibt? Ganz einfach, weil sich diese Produkte besonders einfach einrichten bzw. verwalten lassen und das ganz einfach mit dem iPhone, iPad oder sogar mit der Apple Watch. Klar, es ist auch bei anderen Lösungen möglich, aber hier geht es wirklich darum, dass jeder, der ein Smartphone benutzen kann, auch in der Lage ist, sein Haus smart zu machen. Das ist bei manch anderen Lösungen definitiv nicht der Fall. Kommen wir aber nun zu dem neuen Produkt von Elgato, dem Eve Motion. Wie es der Name schon vermuten lässt, handelt es sich hierbei um einen Bewegungsmelder. Aber schauen wir uns zuerst einmal das Innere der schicken Verpackung an. Sie ist äußerst übersichtlich gehalten. Sie beinhaltet den Eve Motion, ein Heftchen mit den bekannten Sicherheitshinweisen und einen Quickstart Guide. Auf der Rückseite des Guides befindet sich ein wichtiger Code, den ihr zur Einrichtung des Motions benötigt. Aber keine Angst, dieser befindet sich auch noch einmal direkt auf dem Eve Motion aufgedruckt. Das Gerät ist wirklich sehr kompakt und mit 8 cm in der Höhe und Breite sollte es wirklich überall hinpassen. Auf der Rückseite ist ebenfalls eine entsprechende Haltevorrichtung vorhanden, sodass es ganz einfach an der Wand befestigt werden kann. Der Erfassungswinkel liegt bei 120 Grad und die Reichweite bei ca. 9 Metern, wenn das Gerät zum Beispiel in 2 Meter Höhe installiert wurde. Für die benötigte Power sorgen 2 handelsübliche AA-Batterien. Die Funkverbindung erfolgt über Bluetooth. Nun würde ich sagen, beginnen wir einmal mit der Einrichtung. Dazu holt ihr euch einfach die Elgato Eve App aus dem Store. Wenn ihr noch keine Geräte installiert habt, sucht die App nach dem Start automatisch nach neuen Geräten. Kurz danach sollte der Eve Motion unten erscheinen. Falls ihr schon irgendwelche HomeKit-Produkte eingerichtet habt, findet ihr diese Option übrigens unter den Einstellungen. Klickt nun einfach auf den Eve Motion und es beginnt der Kopplungsprozess. Jetzt kommen wir zu den anfangs erwähnten Code. Denn nun müsst ihr diesen eingeben oder ganz einfach abfilmen. Anschließend muss der Motion noch einmal einem Raum zugewiesen werden und einen Namen erhalten. Wie ich anfangs schon erwähnt habe, ist die Einrichtung von HomeKit-Produkten besonders einfach und das ist sehr schön im nächsten Schritt zu sehen. Denn nun wird der Motion, ich würde sagen, selbsterklärend eingerichtet. Zuerst stellt man die Empfindlichkeit des Sensors ein, welche ich in unserem Beispiel auf Mittel setze. Im zweiten Schritt legt man eine Zeit fest, über die der Motion den Befehl trifft, Bewegung erkannt. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn man später Regeln erstellen möchte. Zum Schluss gibt es noch eine kurze Zusammenfassung und wenn man oben auf Fertig geht, ist die Einrichtung abgeschlossen. Sollte man hier noch Änderungen vornehmen wollen, kann man natürlich links oben zu den vorherigen Einstellungen zurück navigieren. Ich möchte nun überhaupt nicht bis ins kleinste Detail auf die vielen Möglichkeiten der Elgato Eve App eingehen, aber unten hat man 5 Reiter. Ganz links findet man eine kurze Übersicht über die Räume und Geräte. Unter dem zweiten Menüpunkt kann man Szenen, Zeitschaltfolgen oder Regeln anlegen. Der dritte Punkt zeigt die Räume und der vierte die Art der installierten Geräte. Unter Einstellungen kann man Geräte oder verschiedene Objekte anlegen oder sogar einen Gastzugang für eine weitere Apple-ID angeben. Denn das ist wichtig, wenn zum Beispiel auch der Frau oder Freundin das Recht eingeräumt werden soll, die Temperatur im Wohnzimmer zu ändern oder das Licht in der Küche einschalten zu können. Alle Geräte, die in der Eve App eingerichtet werden, findet man übrigens auch in der Home App, die Apple mit iOS 10 eingeführt hat. So, nun testen wir einmal das gute Stück. Und siehe da, er hat meine Bewegung erkannt. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns auf einen Daumen hoch. Damit verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.